Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Playathomechannel. Ich spiele für euch Cthulhu, The Dark Corners of the Earth. Ein Spiel von Bethesda um den Cthulhu-Mythos, wie der schöne Name schon heißt, ne? Ich habe herausgefunden, dass Lovecraft und der Cthulhu-Mythos hier auf dem Channel sehr gut ankommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, verbindest es mal mit einem anderen Medium, und zwar dem Let's Play-Medium. Und das könnte man jetzt dann hier eigentlich ganz schön mal präsentieren. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. 2006 oder so kam es raus, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich spiele es auf dem Computer und wir tauchen ein in eine Welt voller Grauen und kosmischem Horror, wie es bei Lovecraft halt typisch ist. Ich selbst kenne das Spiel noch nicht, muss ich gleich mal sagen. Ich habe natürlich vorher mal kurz geschaut, ob es überhaupt funktioniert, und tada, es geht. Und von daher würde ich sagen, wir springen jetzt mal ins Spiel, schauen, was uns auf unserer Reise im Lovecraftschen Universum alles begegnet. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch, und damit drücke ich auf neues Spiel. Wir sind natürlich, ja, Pfadfinder, ja, dann sind wir natürlich Detektiv, und dann kann es auch schon losgehen. Also optisch ist es nicht mehr die Bombe, sage ich gleich, da sind wir jetzt mehr gewöhnt, aber trotzdem kann es die Atmosphäre noch gut machen. Aber jetzt erstmal viel Spaß. My last case opened in me a new fear, a real fear, a fear of myself, what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. This had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash, hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared.
So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. So, unsere ersten Schritte. Muss ich gleich mal gucken, wie hier überhaupt ist. Okay. Also, ich muss ja gleich mal sagen, ne, die deutsche Übersetzung ist nicht wirklich die beste. Da sind schon ein paar Fehler dabei. Aber na gut. Da sind wir. Hallo, so, ja, grafisch, ihr seht es, also es ist wirklich nicht mehr der allerbeste Standard, den man so gewöhnt ist. Aber naja. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Okay, da ist er. Oh, ich bin noch einmal da. Nee, komm, ich kann. Oh no! Okay. Wurde ich auch angeschossen? Oh, er ist weg. Aber hier ist offen. So, jetzt sind wir erstmal hier. Tür zu. Okay. It's an old stove. Sind denn hier etwa Ratten im Gemäuer? Nee, okay. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ist ganz schön laut. Kann man mal die Tür zumachen? Ist so. Okay. Keep shooting! Okay. Ich glaube, den kennen wir alle ein bisschen, ne? Hier ein bisschen so mit dem Mythos vertraut sind. Okay, sieht sehr gut aus. Keep shooting! Oh, da liegt was. Na, ist auch nicht an wen? Ah, jetzt. As I continue to translate the narcotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Ja, der blickt sehr positiv in die Zukunft. Wir sind Tagebuch. Jawohl. Nicht so? So, okay. Zack. Komm mal. Warte. Nee, das war der falsche Knopf. Hä? War das nicht? Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Welchen Knopf musste ich drücken? Okay, lassen wir es erstmal. Dann gehen wir erstmal weiter. Okay. So, also hier den Raum haben wir auch erkundet. Haben wir her. It's locked. It's locked. So ein Mist. An old grandfather clock. Oh.
Ach, Speicherpunkte, okay. Dann tun wir das mal. Ja. Ach so, ich habe eben schon gespeichert. Ja, okay. Gut. Ey, es sind ganz schön viele Geräusche, die hier so parallel abgehen. It's locked. Ist auch geschlossen. Müssen wir wohl hochgehen. Keep shooting. Was ist das? Ah, okay. Also ich hoffe, ihr hört das auch. So ein Röcheln. It won't budge. It won't open. Okay. Alter, hier kommt das her. Okay. At last. He seemed to recognize me. Yeah. I don't get it. His body is covered in tattoos, and they were carved into his flesh with something sharp. Empty ammo boxes and spent shells. Nothing useful. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, Sequenz. Don't shoot. I'm unarmed. Ah. We've been expecting you, Mr. Walt. Alter! Alter! Damn, he Yeah. recognized me. And it sounded like he was going to get on the level with what's going on in this joint. Okay. A key. This should help. He's dead. Looks like a bad case of Öffne Interface und Gegenstände. Ja, okay. lead Mach ich. poisoning. Mach ich den? Ist doch derselbe Knopf. Oh, den links nicht. Gut, also ich habe einen Schlüssel mit einem S drin, ein Tagebuch. Da gibt es sehr viele Seiten. Die können wir uns später mal anschauen. Meine Spielzeit, okay. Noch nicht verfügbar. Warnschmerz. Ja, brauche ich jetzt noch nicht. Okay. Achso, und hier übrigens. Na, hier. Ich kann mich sogar anklicken. Wow, okay. Aha, einzelne Körperregionen auswählen. Ja, das klingt dann ziemlich danach, dass ich verletzt werden kann in sehr vielen schönen, unterschiedlichen Regionen. Gut, also der Raum ist auch fertig. Hier waren wir noch nicht drin. Ne? Alter, was war denn hier? Massenhysterie? Poisoning by the looks of it. He's dead. They're all dead. Wow, okay. Es verschwimmt die Sicht. Ist ja irgendwie ein Gas drin oder so. A diary. This will make interesting reading. Auch Gift genommen. Ist hier was dran? Scheint nichts. Okay. Suicide. Gekotzt. Or rather, mass suicide. These nuts had some serious issues. Okay. Hier ist noch was. Ey, okay, also ich sag gleich mal so atmosphärisch, ziemlich cool. Ich spiele es mit Kopfhörern, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre aber dadurch auch jeden Herzschlag vom Charakter und das ist schon ziemlich geil. Find aber diese Schüsse hier gerade extrem laut, also... It's locked. Okay, die ist es nicht. Ach, oben waren ja auch noch It's welche. unlocked. Ah, okay. Gut. Gerade so die richtige. Wollen wir nochmal speichern? Ach komm, egal. Alter, das bin ich. Gut so. I don't understand. I mean, all of these photos. All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge, maybe. Think. I've gotta think. Ey, okay. Es ist schon ziemlich cool, dass
Jetzt Nothing die of interest. Hysterie. Das Bild verschwimmt und der Herzschlag sich erhöht. Ist schon ganz cool. Könnt ihr nur mal gucken? Ne, der Herzschlag ist immer noch gleich da. Okay, so. Okay, na, ist schon ein bisschen stalky-mäßig, aber na gut. Another key. This should fit the door across the hall. Hm. Okay, dann mal weiter. Also hier. It's unlocked. For nutcases, they seem quite literate. Oh, wer stöhnt da? Was bin ich? It appears to be a private study area. It appears to be a private study area. The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. Wirklich? Alter, sind das hier ein versteckter Weg? Ah ja. Das ist jetzt Victor, ne? That did not sound good. Victor! What the f... Well, that's just swell. Nee. Oh. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. This tunnel is not safe at all. I'd better watch my step. Alter. Oh. Alter, was ist das denn hier schon wieder? Dead bodies, and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. Was für ein Haus ist das? Oh. Es ist schon ziemlich atmosphärisch, muss ich auch mal sagen. Okay. Oh, der fällt mir gleich in Ohnmacht, so wie der Japs. I've never seen equipment like this before. Nope, nothing of interest. Lebt er noch? Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. This pipe must drain the waste from his intestines. Okay. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. Looks like his stomach. The contraption above seems to be controlling his breathing, his beating heart. Alter Schwede. Krasse Sache. Good God! What the hell is all this? I've never seen such equipment before. Who could have made such a machine? Ah! It's too hot to pick up. Okay, dann wahrscheinlich erstmal hier. Ah. Oh, shit! Oh! Oh nein, tut mir leid. The machine must have overloaded. The crystal's still warm. Ist eine Tür? Ist nichts. Ey, kein Wunder, dass er gelapst. Ich würde auch ein bisschen ausrasten. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. Ja, dann heißt es so schnell durchlaufen, ne? Okay, Fokus. Ja. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. Okay. Vielleicht für this machine? Ah, hier ist auch noch kein Strom. Ne? There's no power. Ah, da drüben. Okay, ja, ich hoffe jetzt nicht irgendwie ein Ritual oder sowas. It's a similar shape to the slot upstairs.
It's a similar shape to the slot upstairs. Ich hab doch den. Ja. Okay. Hier sag mal los. Oh, Sequenz. Okay. Okay, coole Sache. Mysteriöser Anruf. It's been more than 6 years since I entered that strange house in Boston. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it, probably brought on by acute mental stress. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later collapsed on the floor. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. They committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintain a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I'm beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told my friends. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Brian Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Never heard of it. It's a small fishing town on the coast, not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this what the hell? I'll be here all day anyway.
mein neuer Auftrag. Okay, ich lese es für mich jetzt mal leise. Ich mache dann weiter. Ihr könnt ja das Video dann pausieren, wenn ihr fertig sein solltet. Ja, noch nicht fertig sein solltet, so. Okay. Ah. Gut. Ein Besuch der alten Stadt. Ist es jetzt wahr, wir fahren nach Innsmouth? Scheiße! Jeder, der Lovecrafts Geschichten kennt, weiß, Innsmouth sollte man möglichst meiden. Und von daher... na gut, warum auch nicht? Innsmouth. Mal gucken, wie es hier im Spiel aussieht. Ich bin sehr gespannt. Würde dann aber sagen... Nachdem wir Innsmouth betreten haben, machen wir auch erstmal Stopp, aber erstmal warten wir. Driver, how far to the stop? Almost there. I'll drop you at the town square of Innsmouth. Why lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. You don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Hat's auf jeden Fall. Ja, einladend sieht's nicht aus. Stranger, end of the line. Okay. Mach's gut, Joe. Verfahr dich nicht. Holst du mich nachher ab? Wahrscheinlich nie. Gibt's eine Panne, ne? So. Oh, what the fuck? Alter Schwede. Bist du so schnell rausgekommen? Bin doch erst da gewesen. Hallo? Could you direct me to the First National Grocery Store? I hear they have a shop in town. I don't know nothing about that. Ja. Oh, well, you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella. Alles klar, Fellow. Ist da noch so einer? I'm looking for Brian Burnham. Can't help you. Okay. Wie spricht der denn? Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Can't rightly say I know him. Alter Schwede. Meine Güte. Oh, was zum Speichern. Nothing of interest. Okay, ich würde sagen, wir schauen nochmal schnell um die Ecke, weil es sieht aus, als ob das hier das Hotel ist. Ja, okay, das ist wirklich, also höchstwahrscheinlich das. Deswegen würde ich sagen, wir speichern jetzt erstmal. Und mit so einem kleinen, es ist nicht wirklich ein Cliffhanger, aber mit diesem vorausschauenden Blick, oh, zack, beende ich dann auch hier das Spiel. Kurzes Wort von mir noch dazu. Ich finde, atmosphärisch gesehen super gelungen. Auch Innsmouth für den ersten Blick sieht sehr hübsch aus, sehr atmosphärisch. Und mir macht es bis jetzt ziemlich Spaß, das Spiel zu spielen. Wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr mehr von dem Spiel sehen? Dann schreibt's in die Kommentare. Dann werde ich das natürlich auch machen. Wenn ihr meint, na okay, so ein erster Einblick reicht auch vollkommen, dann muss ich es auch nicht weiterspielen, werde es für mich privat machen und dann nicht hier auf dem Kanal, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn ihr noch andere Spiele von Lovecraft irgendwie mal sehen wollt, dann schreibt dies auch rein, dann gucke ich mal, was es noch so alles gibt und dann, oder ihr schreibt rein, was es gibt und dann kann ich die mal hier antesten und dann schauen wir einfach mal, was ihr so sagt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dankeschön für eure Zeit und eure Geduld. Mein Name ist Olli, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.